Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem kleinen Motivationsvideo. Chaka, du schaffst es! Nein, nicht so einem. Vielmehr möchte ich in den folgenden Minuten vor allem den Geländebaueinsteigern ein wenig die Angst vor dem vermeintlichen Scheitern nehmen. Denn immer wieder lese ich in den Kommentaren, wow, das würde ich niemals so hinkriegen. Oder, ach, ich wünschte, ich hätte deine Skills. Das tut mir denn ehrlich gesagt immer etwas leid zu hören, denn alle nötigen Arbeitsschritte, Techniken, Materialien und Farben zeige ich ja immer ausführlich in den Videos. Und ich verwende ja auch keine magischen Zauberprodukte, sondern mische meine Grundierung auch immer nur mit Wasser und Holzleim an. Der einzige Unterschied ist letztlich nur, dass ich vielleicht etwas mehr Übung im Basteln habe. Genau wie jemand, der gerne kocht und regelmäßig frisches Essen zubereitet. Aus dessen Küche duftet es dann natürlich auch entsprechend etwas leckerer als zum Beispiel bei seinem Nachbarn. Aber auch so ein Hobbykoch ist nur jemand, der eine bestimmte Sache regelmäßig macht und sie deshalb ganz passabel drauf hat. Und wenn ihr auf die mittlerweile 6,5 Jahre TWS zurückschaut, werdet ihr auch feststellen, dass die Themen, Tutorials und Geländestücke eine Art von Entwicklung durchgemacht haben. Denn immer wieder haben Dennis und ich neue Sachen ausprobiert und uns so Schritt für Schritt gesteigert. Und natürlich wurden daher manche Projekte größer, komplexer und aufwendiger. Aber letztlich ist das meist nur reine Übung und resultiert aus den Erfahrungen, wie was genau funktioniert. Also wie zum Beispiel sich bestimmte Materialien zuschneiden lassen, sich Farben zueinander verhalten oder sich bestimmte Effekte erzielen lassen. Und all das erkläre ich ja immer wieder in den jeweiligen Tutorials oder ausführlich in gesonderten TWS-Videos. Von daher ist so ein Gedanke wie, ich kann das nicht, nur eine Bremse im Kopf, für die es eigentlich keinen wirklichen Grund gibt. Denn einfache Materialien zuschneiden, zusammenkleben und bemalen kann aus meiner Sicht jeder. Und nach ein paar Geländestücken geht dann alles auch immer lockerer von der Hand und man selbst ist mit seinen Kreationen auch immer zufriedener. Dazu direkt eine Sache, schaut beim Basteln nicht zu sehr auf die Formen und Farben in den Videovorlagen. Ich weiß, eine strikte Farbenliste zum Beispiel vermittelt ein Gefühl der Sicherheit, das eigene Modell genauso gut bemalen zu können wie im Video. Aber schon durch die Ausleuchtung im Video und die eigenen Bildschirmeinstellungen sehen die Farben ganz anders als in der Realität aus. Daher mein Tipp für alle Einsteiger, macht euch beim Basteln keinen zu großen Kopf, sondern legt einfach los und habt Spaß. Nehmt die Tutorials im Zweifelsfall nur als grobe Anleitung und baut und bemalt erstmal nur so, wie ihr Materialien und Zeit habt. Alles andere kommt dann nach und nach und bei den nächsten Geländestücken, beziehungsweise ganz von selbst. Also, willkommen im Tabletop und Geländebau, einem der schönsten Hobbys der Welt. Oben rechts habe ich übrigens ein Video speziell für Geländebau-Einsteiger und eine Playlist mit besonders einsteigerfreundlichen Tutorials verlinkt. Und in der Videobeschreibung findet ihr weitere Links und Infos speziell für Einsteiger. Chaka, du schaffst es! Abschließend noch an alle Veteranen die Frage, welche Tipps habt ihr für Basteleinsteiger? Schreibt sie in die Kommentare und lasst auch gerne ein paar motivierende Worte oder Erfahrungsberichte für Hobbyneulinge da. Viel Spaß beim Basteln und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!